Ja, wie wir gerade in der Notaufnahme gesehen haben, liebe Zuschauer, ist es wichtig, wenn man verschiedene Sprachen spricht, um sich gut verständigen zu können. Und es gibt ja eine Sprache, die wurde sozusagen erfunden, damit sich alle Völker miteinander verständigen können. Und das ist Esperanto. 1887 wurde zum ersten Mal erwähnt. Und die Sprache besteht quasi aus ganz vielen deutschen, englischen, französischen, spanischen Wörtern. Und wir wollen mal ein bisschen hören, wie das geht. Genau, es ist ja so eine Art Kunstsprache und die wird, man möchte es kaum glauben, immer noch regelmäßig in Dresden gesprochen und gesungen. Wenn Alejandro Cosabella über seinen abgebrochenen Hotelzimmerschlüssel in Warschau singt, dann können ihn nur etwa 2 Millionen Menschen auf der Welt verstehen. Er singt nämlich in Esperanto und spricht es selbstverständlich auch fließend. Esperanto ist also eine Brücke zwischen den Völkern, sagt er. Denn in Europa erfunden wird es ja mittlerweile weltweit gesprochen und auch verstanden. Übrigens entwickelt wurde die Plansprache vor über 120 Jahren vom Augenarzt Ludwig Zamenhof. Aber schon als Oberschüler hat er mit seinen Klassenkameraden so eine Sprache gefunden. Leo Tolstoi zum Beispiel hat diese Sprache in 4 Stunden gelernt. Nun sind nicht alle genial, aber dass ein Substantiv, ein Hauptwort mit O endet, la fingro, la naso, la capo, das ist erstmal leicht zu lernen. Einmal im Monat trifft sich in Dresden ein Esperanto-Stammtisch. Conversatia rondo. Bei Kaffee, Bier und Wein. Caffo, biero, vino. Und spricht über Gott und die Welt. Ni nun parolas pri Dio ca la mondo. In den 20er Jahren sprachen hier in Dresden übrigens viele Polizisten Esperanto. Danach war die Sprache während der Nazidiktatur und anfangs auch in der DDR verboten. Trotzdem scheint Esperanto in Dresden kein Fremdwort zu sein. Das sollte mal eine allgemeine Sprache werden für alle auf der Welt. Esperanto ist so eine Weltsprache, die auf Spanisch aufbaut. Das ist diese Hilfssprache. Und wenn jedes Land das hätte gelernt, brauchten sie nicht zig Sprachen lernen. Und deshalb hoffen die Dresdner auf Zuwachs in ihrer Runde. Denn mit jedem neuen Sprecher entwickelt sich auch die Sprache weiter. Und so reicht eben ein Minimum an Wortschatz, weil man in Esperanto eben Wörter aus vorhandenen Wortwurzeln neu bilden kann. Auch wenn das Wörterbuch ein richtiger Wälzer ist, die meisten hier haben die Sprache innerhalb von wenigen Wochen erlernt. Sogar ohne Kenntnisse soll man weit über die Hälfte verstehen können. Schließlich setzt sich Esperanto aus den gängigsten europäischen Sprachen zusammen. Und damit keine bevorzugt wird, gibt es eine Esperanto-Schlichtungsakademie. Die kann dann sagen zum Beispiel, dass man Computero sagen sollte und nicht Computilo. Aber die Sprechergemeinschaft entscheidet am Ende, wie man sich ausdrücken soll. Klingt also ganz einfach. Und vielleicht gelingt es ja dem Argentinier Alejandro Cosabella mit seiner Gitarre und seiner Stimme, Esperanto musikalisch in die Welt hinauszutragen. Saluton! Mia nomo esta Stefanie. Mia nomo esta Peter. Das war Esperanto. Und richtig. Wenn Sie auch ein bisschen Lust bekommen haben auf Esperanto, dann finden Sie dazu einen kleinen Sprachkurs auf unserer Internetseite hier ab4.de.